Ja, Chaka, Zulu, so Holly, Freunde, hier ist euer RPG-Gamer. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Dragon Age Origins, mein erstes Projekt. Und es wird auch mein längstes Projekt, glaube ich. Vorneweg, ich habe mir den Kanal eröffnet, halt genau, weil ich mich auf RPGs, bzw. Adventure und Point-and-Click irgendwie spezialisieren werde. Hab keinen Bock mehr auf diese Jump'n'Run, bzw. Ego-Shooter-Modus. Werde dann auf die Zeit hinweg sicherlich neuere Sachen spielen, aber wird erstmal, also das werden keine Hauptprojekte, das wird halt immer weitergespielt, klar, aber ich werde halt auch Neueres. Wenn im RPG Adventure was top rauskommt, Point and Click rauskommt, werde ich das anpassen und werde dann versuchen, ja, euch bestmöglich oder neuestmöglich auf den RPG-Stand zu halten. Dragon Age Origins, ja, was gibt's dazu sagen? 2009, einer der besten Games seiner Zeit. Vielleicht sogar das beste Game. 2009. Ich habe bis jetzt kein RPG-Spiel mehr gespielt, was umfangreicher bzw. was länger angehalten hat. Viel zu lesen, viel zu quatschen, viel zu tun, man kann vieles verändern. Die Story kann eigentlich immer anders ausgehen am Ende. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Wir werden uns jetzt erstmal eine Klasse aussuchen, also beziehungsweise ein neues Spiel. Es wird auch so sein, dass ich mir neue DLCs einbaue, beziehungsweise irgendwelche Contents, die vielleicht nicht mit dem Spiel in das Originalverfassung ist. Weil Original haben es die meisten wahrscheinlich schon gesehen. Und, okay. Genau, hier, Vatertagsstreiche, Vatertagsgeschenke, Rückkehr nach Ostagar. Das wird nachher noch alles irgendwie ins Spiel. Wächterfestungen, Blutdrachenrüstung in Stein gefangen. Also das kommt noch alles dazu. Das sind die DLCs. Und die werde ich dann auf der Zeit hinweg einbauen. Zum Hochladen, was soll man dazu sagen? Ich kann mal erzählen, bevor wir unseren Charakter aussuchen. Zum Hochladen gibt es da nur eine Sache eigentlich zu erzählen. Nach der Story hier. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die Dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die ersten der Dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die Dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Kamen die Grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige. Die Grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten. Und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der Dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert.
es vielleicht schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Ja, Erbauer steht uns bei. Dragon Age Origins. Wie gesagt, zu einer Seite das beste Game. Was wir zum Hochladen, kann man sagen, ich werde versuchen immer stündlich, beziehungsweise so, wie es die Parts gerade hergeben, hochzuladen. Kann sein, muss aber nicht sein. Gebt mir allergrößte Mühe, wenn man einen Dialog hat, der länger dauert halt oder so, dann wird es versuchen, werden die Parts auch ein bisschen größer. Also bitte ich um Verständnis. Zur Charakterauswahl kann ich euch nicht sagen. Ich habe dieses Spiel, ist nicht mehr blind für mich, ich habe dieses Spiel schon, glaube ich, x-mal durchgezockt und es macht mir eigentlich immer noch Spaß. Werde mir jetzt aber eine Klasse aussuchen, denke ich, die für alle irgendwie vertretbar ist. Was heißt für alle vertretbar? Ich werde den Menschen machen, ich kann natürlich auch den Elf spielen. Oder den Zwerg. Wir können uns das ja mal ein bisschen durchgehen hier. Der Mensch, die Menschen bilden die zahlenmäßig größte und doch gespaltene aller Rassen. Sie haben sich erst 4-mal für ein höheres Ziel vereint, wobei das letzte Mal bereits Jahrhunderte zurückliegt. Die bedeutende Rolle, die Religion und Kirche in der menschlichen Gesellschaft spielen, unterscheidet die kulturelle Hinsicht mehr als alles andere von den Elfen und Zwergen. Menschen können Krieger, Schurken oder Magier sein. Ja, der Rassenboni, Stärke 1, Geschicklichkeit, Klugheit. Also das ist halt wieder, jeder hat seine Geschichte. Ich persönlich fand eigentlich immer Elf und dann der Schurken-Style ist cool. Allerdings, ich glaube, wir machen das. Ich würde gerne den Krieger, bzw. den Magier, den Schurken spielen, als Elf. Und dann kann man natürlich auch den Delisch-Elf spielen und man kann den Stadtelf spielen. Das kann man nicht mit jedem. Der Zwerg kann zum Beispiel kein Magier werden. Aber er kann Schurke. Und dann kann er ein edler Zwerg oder was ich weiß, bürgerlicher Zwerg oder ein Adliger sein. Der Mensch wiederum kann nur, ja, Königssohn, glaube ich, sein, ne? So, ja. Außer beim Magier, da ist er Magierturm. Den werdet ihr auch noch kennenlernen. Wollen ja nicht zu viel spoilern. Also ich entscheide mich für Schurke und den Stadtelf. Persönlich, mir gefällt es da am besten. Voreinstellungen. Man kann natürlich hier ein bisschen gucken, wie man den Kameraden machen will. Ja, ob gut oder bösartig. Gleichzeitig werden einige meiner Entscheidungen einfach nicht zufällig sein, sondern einfach, ich weiß halt, wie dieses Spiel ja, von Haus aus schon ein bisschen, wo es hinläuft. Und ja, ich möchte halt nicht... ich möchte nicht irgendwas Besonderes. Da kannst du auch nicht was Besonderes machen, weil sich es moralisch gesehen immer zu einer Seite drängt. So ein bisschen. Tattoofarbe, Tattoo der Intensivität, ja. Hautfarbe, ein bisschen brauner kann der Mann schon sein hier. Ja, Voreinstellung könnten wir natürlich noch mal ein bisschen was gucken. Vielleicht ist da ein bisschen was anderes drin für ihn noch. Ja. So, ne. Oder? Vielleicht doch. Ja, ein bisschen brauner kann er echt schon sein. Tattoo. Ja, die Delisch-Elfen, beziehungsweise die Stadtelfen sind schon so ein Volk für sich. Werdet ihr aber alles noch sehen. Ich mache hier mal... Er soll nicht aussehen wie das letzte Milchgesicht. Also ich finde, ich schwanke zwischen den und dem. Also der Stimme... Ich habe meine Konzentration verloren. Und? Gemütlich. Alles in Ordnung? Erfahren. Grüße. Mystisch. Grüße. Gewandt. Ich bin definitiv entzückt. Toll. Hallo. Und? Alles in Ordnung? Grüße. Also gut, das hat nicht funktioniert. Also erfahren würde ich dann eher gehen. Finde ich von der Stimme her jetzt am besten. Puh. Wo war ich denn jetzt hier? Haare. Genau, man kann die Haare natürlich noch ein bisschen verändern. So. Und am Anfang hat man natürlich so ein Tutorial. Ja.
Das sieht ein bisschen schwul so aus. Obwohl ein Styler, ey. Ja. Ja, das passt mir schon eher. Also, versuchen wir ein bisschen neumodischer zu machen. Ja. Gnadenlos werden wir ihn machen. Augen. Die Augenfarbe, immer eine schöne Sache. Sieht so ein bisschen rötlich aus. Ich würde ihm gerne stahlblaue Augen geben. Und das hier überhaupt drauf erkennt. Was man im Moment nicht der Fall so ist. Lassen wir das mal. Ja. Also ich würde jetzt nicht viel verändern, weil das dauert einfach zu lange. Also man kann, wie gesagt, eine Mundbreite, Lippenbreite, Mundgröße, man kann hier eine Menge machen. Darien, den Nachname, der ist immer vorgegeben. Ich würde ihn jetzt RPG-Gamer nennen, einfach. RPG-Gamer, ja. Auf meinem Kanal steht MyRPG-Gamer. In dem Fall werde ich euer RPG-Gamer sein in Zukunft. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr Kommentare geben. Ich habe Daumen nach unten, Daumen nach oben geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob ihr abonnieren könnt. Lege ich auch nicht so viel Wert drauf. Also müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Freut mich natürlich immer wieder, wenn einer dabei ist. Ansonsten schaut einfach mal rein. Lasst mir einfach mal auf dem Kanal einen netten Spruch da oder so. Ein schönen Kommentar, beziehungsweise ein Gästebucheintrag. So würde ich es am liebsten nennen. Und ja, so würde ich es einfach machen. Finde ich persönlich am besten. Alles andere hat keinen Sinn. Ansonsten ein kleines Kommentar, was ich verbessern kann, ob ich zu schnell rede, zu viel rede, zu langsam rede. Und das